Leute, ich bin's wieder, eure Genie von Paintomancy und heute zeige ich euch, wie ihr ohne eine Airbrush einen schönen Plasma-Effekt inklusive OSL malen könnt. Als wichtigste Sache zuerst solltet ihr euch ein Farbrezept raussuchen, das schöne, intensive und knallige Farben enthält. Wir nutzen auch ziemlich gerne Chimera-Farben dafür, da diese aktuell aber leider nicht erhältlich sind, haben wir uns in diesem Video für andere Farben entschieden. Am Ende des Videos zeigen wir euch auch nochmal ein paar alternative Rezepte für blaues und grünes Plasma. Als Grundfarbe für unser Plasma habe ich mich für Amanaf Red von Vallejo entschieden. Zum einen, weil es ein ziemlich gut deckendes Orange ist, das aber auch noch schön intensiv ist. Damit male ich also erstmal nur die Grundfläche von meiner Plasmawaffe, also das, was leuchtet. Das mache ich in 2 dünnen Schichten, damit wir auf jeden Fall schon mal eine schön intensive Grundschicht haben. Ist das geschafft, nehme ich mir als nächstes Troll Slayer Orange von Citadel. Das ist zwar ein sehr ähnlicher Ton zu dem Amanaf Red, ist aber extrem intensiver in seiner Leuchtkraft, was ihr auch seht, wenn ihr die beiden Farben direkt übereinander tragt. Damit möchte ich jetzt nur die obere Fläche von meinem Plasma malen. Falls ihr eine Plasmawaffe habt, die etwas abgerundeter ist als meine, dann nehmt auch einfach das obere Drittel von der Rundung noch mit und macht es auch in dem Troll Slayer Orange, damit ihr einen schönen Übergang bekommt. Nach 2 Schichten ist das hier auch gut genug deckend, dass wir weitermachen können, und das mache ich jetzt mit Light Orange von Vallejo. Das ist ebenfalls ein Orange mit einer sehr hohen Leuchtkraft, welches perfekt ist, um uns jetzt den Übergang zu unserem Weiß später zu machen. Das bedeutet, auch da mache ich das auf die obere Fläche, schaue aber, dass man das Troll Slayer Orange an den Rändern noch gut genug sehen kann, damit wir eben einen schönen Übergang haben. Jetzt wird es ein bisschen tricky, denn wir müssen mit dem Weiß arbeiten. Und da müssen wir ein wenig wet blenden. Da hilft uns die Technik vom Stippeln allerdings sehr gut. Das bedeutet, ich mache mir als allererstes auf die Mitte meiner Plasmawaffe etwas Weiß. Habe ich mir jetzt genug Weiß aufgetragen, versuche ich jetzt durch Stippeln mit dem Light Orange das Weiß gut in die orangene Fläche mit einzubinden. Das ist jetzt ein kleines Hin und Her. Das bedeutet, wir werden immer mal wieder auf das Weiß switchen, um es wieder mehr hervorzuheben, wieder auf das Light Orange, um mit dem Wet Blending und dem Stippeln das Ganze wieder zusammenzuschmelzen, und manchmal auch wieder auf das Troll Slayer Orange, sollten wir zu viel Light Orange benutzt haben. Das Ganze macht ihr einfach so lange, bis ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid, und zum Schluss setze ich noch ein bisschen Weiß auf die Kante von meinem Plasma, also was hier relativ gut zu sehen ist, weil die Plasmawaffe relativ eckig ist, und versuche mit der Seite vom Pinsel in der Mitte nur die oberen Rillen nochmal zu erwischen, also den Plasma wirklich Kanten akzentuieren. Das geht super leicht, wenn ihr wirklich nur die Seite von eurem Pinsel nehmt und nicht die Spitze, da ihr da vorsichtig einfach nur über die Rillen drüber streichen könnt. Da sie ja hervorgehoben sind, wird nur da die weiße Farbe hinkommen. Dafür dürft ihr aber nicht zu viel Farbe auf dem Pinsel haben, sonst fließt es trotzdem wieder in eure Rillen. Sind wir soweit zufrieden damit? Und nein, an dieser Stelle ist es noch nicht fertig, keine Sorge. Kommen wir aber erstmal zum OSL. Für OSL müsst ihr euch grundsätzlich erstmal vorstellen, dass wir jetzt darstellen wollen, dass das Plasma auf die Rüstung unseres Plague-Greens leuchtet. Das heißt, die Flächen, die am nächsten zum Plasma-Effekt sind oder direkt dazu hingerichtet sind, sollten am intensivsten sein. Damit dieser Effekt möglichst realistisch rüberkommt, müssen wir jetzt mit Glazes arbeiten. Das heißt, unsere Farben werden wir auf der Nasspalette gut mit Wasser verdünnen, dass sie schon fast, Wasserkonsistenz haben. Es sollten aber noch genug Pigmente in diesem Misch enthalten sein. Das merkt ihr aber schnell, wenn ihr auf das Modell malt und im Endeffekt gar keine Farbe dabei runterkommt. Hierbei müsst ihr aber wirklich geduldig sein. Wir werden von jeder Farbe mehrere Schichten machen, um die Intensität langsam aber stetig zum Mittelpunkt der Intensität des Leuchteffektes hinzubringen. Das klingt jetzt alles erstmal ein bisschen kompliziert, aber wenn ihr das einmal gemacht habt oder auch nur jetzt zuschaut, werdet ihr schnell verstehen, wie ich das meine. Wir fangen also auch hier wieder mit unserem Amanaf Red an. Das habe ich so circa mit 1 Teil Farbe und 3 Teilen Wasser verdünnt. Damit skizziere ich mir jetzt erstmal grob ein, wo überhaupt ein bisschen Orange hingelangen würde. Ich gehe also ein bisschen um die Waffe herum, den Arm hoch, die Brust natürlich, am Helm und ganz leicht noch die Schultern. Ihr könnt das Ganze natürlich noch ausladender machen oder noch dezenter, als ich es jetzt mache. Ich habe mich jetzt hier so für ein Mittelding entschieden, dass wir schon genug OSL haben, um es zu zeigen, aber nicht unser ganzes Modell orange leuchtet.
Das Amana Thread baue ich jetzt also in 3 Schichten langsam auf. Das bedeutet, dass ich jede Schicht über die andere lege, aber immer schmaler werde, sodass es wirklich einen schönen Fade zum Rand hin gibt. Das Ganze wiederhole ich danach mit dem Throw Layer Orange. Auch in dünnen Schichten schauen, dass ich immer weiter zur Mitte hingehe und dass es da intensiv wird. Das könnt ihr zum Beispiel auch gut sehen, wenn ihr ein Objekt an eine Kerze haltet. Nehmen wir also dieses Objekt und halten es nah an die Kerze. Wie ihr seht, haben wir an der Stelle, die am nächsten zur Kerze gerichtet ist, am meisten Licht und danach wird es immer schwächer. Und genau das müsst ihr euch im Hinterkopf behalten. Danach wiederholen wir das Ganze natürlich noch mit unserem Light Orange und danach noch ganz bisschen mit Weiß, aber das wirklich nur super wenig. Das soll nur wirklich eine Reflexion sein, da unsere Lampe ja nicht weiß leuchtet, sondern orange. Um diese ganzen Ebenen jetzt nochmal etwas schöner zusammenzufügen, benutzen wir eine Clear-Farbe von Games Workshop. Und zwar Pyroclast Orange Clear. Das Tolle an dieser Farbe ist, dass es ein sehr intensives Orange ist, das aber so schön drunter verdünnt ist, dass wir es einfach als Filter über unsere Ebenen legen können. Dieser Filter erzeugt den Effekt, dass die ganzen Ebenen schöner zusammengefügt sind und nicht so übereinander gelegt sind. Es ist quasi ein geschummeltes Red Blending, könnte man schon fast sagen. Was ihr damit auch noch toll machen könnt, ist an Stellen, wo ihr jetzt kein Amana Thread gemalt habt, aber jetzt der Meinung seid, ach, so ein ganz bisschen Licht kommt da, glaube ich, doch noch hin, dann könnt ihr das jetzt mit dem Clear machen. Einfach an die Stellen ein bisschen auftragen und auch hier, weil es so flüssig ist, könnt ihr das super mit dem Pinsel noch hin und her schieben. Wenn es zu viel geworden ist, einfach wieder was abtragen mit dem frischen Pinsel oder wieder mehr drauf machen. Das geht natürlich auch in mehreren Schichten, wenn ihr es noch intensiver machen wollt. Das Clear trage ich jetzt auch noch auf meine Plasmawaffe auf diesen Rillen auf, um da auch die Farben noch mal mehr zusammenzufügen. Da muss ich nur aufpassen, dass gerade wenn ich es über meine weiße Fläche drüber mache, mir den Pinsel danach direkt sauber mache und mit dem sauberen Pinsel so viel abtrage, dass man die weiße Farbe noch gut genug dadurch sieht. Sonst wird es ja zu sehr orange eingefärbt. Seid ihr damit zufrieden, sind wir auch schon fertig. Das Ganze ist wie gesagt ein kleines Hin und Her. Ihr könnt immer mal wieder zwischen den Farben springen und schauen, dass ihr an den Stellen ausbessert, wo ihr noch nicht ganz zufrieden seid. Wenn ihr das aber an ein paar Waffen ausprobiert, werdet ihr schnell ein Gefühl dafür bekommen. Und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. An dieser Stelle vielen lieben Dank an alle unsere Patrons und insbesondere unsere Paintomancer und Painto-Warlocks. Und zwar Frederik, Freddy, Freckel, Aruka, Juxe, Marco, Shayalin, Tizian, Diamond, Don Vittorio, Felix, Halim, Julian, Michael, Max, Nachtmar Senior, Nagashur, Patrick, Pingu, Tobi, Sumsi und Dorian. Falls ihr uns außerdem kostenlos unterstützen wollt, schaut doch mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr Affiliate-Links zu unseren Partnern PKPro und Taschengelddieb. Falls ihr außerdem regelmäßig über Amazon einkauft, macht das doch auch über unseren Affiliate-Link. Also dann, bis zum nächsten Mal!